Hallo Nick, du arbeitest für die Young Caritas in Luxemburg und ich freue mich sehr, dass du Lust hast, uns ein paar Fragen zu beantworten. Das ist ja jetzt gerade eine spannende Situation mit der Corona-Epidemie oder Pandemie und da würde ich dir gerne ein paar Fragen stellen. Ja, hallo. Ja, als erstes, wie arbeitest du denn zurzeit? Bist du im Homeoffice? Bist du schon wieder im Büro? Wie sieht die Lage bei dir aus? Ja, also ich persönlich bin gerade im Krankenstand, da ich am Rücken operiert wurde, aber ich kann allgemein sagen, für unser Büro, für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass wir größtenteils momentan vom Homeoffice arbeiten und gezielt vom Büro, wenn was anliegt. Was waren denn die Herausforderungen für dich und für euch in den letzten Wochen? Ja, die größte Herausforderung jetzt beruflich gesehen ist, dass wir eigentlich sehr aktivitätenbasiert arbeiten und jetzt ja, uns die Hände sehr gebunden sind und natürlich berechtigterweise wir da sehr zurückgefahren haben. Ja, und wir sehr gern mehr tun wollten, aber das momentan halt nicht geht. Aber ja, daran haben wir uns mittlerweile gewöhnt und wir konnten auch mittlerweile in anderen Bereichen aushelfen, ob das jetzt Kinderheime sind oder sonstige Kinder- und Jugendhilfen, die akut noch arbeiten, nicht wie die Kindergärten, die ja zurzeit geschlossen sind. Also das heißt, ihr arbeitet auch in den Bereichen, also ihr seid jetzt quasi, macht gar kein Young Caritas, sondern helft bei den Kolleginnen aus. Richtig, also wir gehören ja zum größeren Verein und dort helfen wir sehr gerne in anderen Bereichen aus. Was war denn so eine schöne Erfahrung in der Zeit? Also wo es vielleicht, also es ist ja irgendwie alles gerade auch ärgerlich und so, aber vielleicht gibt es auch irgendwas, wo man sagt, ja, das war jetzt echt auch schön. Ja, also ich muss ehrlich sagen, das erste, also natürlich untereinander waren wir recht viel in Kontakt einzeln und das erste Team, Skype oder Zoom Meeting, das wir alle gemeinsam gemacht haben, war schon schön und cool, so das ganze Team gemeinsam wieder zu sehen und ja, sich ein bisschen auszutauschen, ein bisschen privat, ein bisschen beruflich. Das hat uns alle sehr gefreut. Mhm. Und auf welche Erfahrung hättest du in den letzten paar Wochen aber echt auch verzichten können? Also wo du so sagst, boah, das hättest du jetzt echt nicht gebraucht. Ähm, ja, also natürlich die Isolation, weil hier in Luxemburg ist es so, dass wir eigentlich bis kommenden Montag jetzt oder also Montag, 11. Mai, gar keinen Kontakt zu Personen außerhalb unseres Heimes halt Mhm. äh, haben dürfen. Also die Personen, mit denen wir leben, das heißt auch Großeltern oder so, dürfen eigentlich mit niemandem Kontakt haben. Und das ist natürlich etwas, so gerade Großeltern schwierig auch verstehen und die natürlich auch am härtesten daran leiden. Ne? Was ist denn, wenn es jetzt, also du sagst, bei euch wird es jetzt gerade wieder gelockert, was ist denn das, auf was du dich am meisten freust? Also wenn das alles vorbei ist, wo du dann sagst, boah, unbedingt, das muss ich machen. Naja, gibt schon einiges. Also ich freue mich natürlich auch nach meinem Krankenstand mal wieder zu arbeiten, also richtig arbeiten zu dürfen. Ja, weil wenn man über einen langen Zeitraum natürlich keine Arbeit hat oder nichts zu tun hat und auch sonst sich nicht engagieren kann, dann fehlt da doch schon irgendwo was. Was anderes ist natürlich einfach Familie und Freunde. Ja, drücken vielleicht noch nicht gleich, Mhm. aber zumindest mal wiederzusehen. Ja. Was würdest du denn sagen, gibt es eine Chance in der jetzigen Situation für die Young Caritas? Also ist da eine Chance auch drin? Ne, ich sehe ja prinzipiell in alles und jedem eine Chance und von daher klar, irgendwo gesellschaftsmäßig könnten wir den Cut vielleicht nützen, das Leben und das Tempo, in dem wir gelebt haben. Jetzt, ja, der Cut, der entstanden ist und vielleicht einmal reflektiert, auch jeder selber reflektiert mit sich selber und auch als Jan Kalt das reflektiert, nochmal schauen, wie
können wir jetzt wieder starten, sodass wir das bisschen Tempo rausnehmen, ein bisschen mehr auf unsere Umwelt und unsere Mitmenschen noch mehr achten können. Vielleicht natürlich nicht komplett, aber vielleicht zum Teil hoffe ich einfach, dass das möglich wird. Du hast schon ein bisschen angesprochen. Glaubst du, wir werden uns als Gesellschaft auch verändern? Also wird es nach Corona anders weitergehen? Ja, also wie gesagt, komplett denke ich nicht. Da ist einfach zum Teil Macht und Geld noch immer natürlich, die irgendwo unsere Art und Weise zu leben zum Teil bestimmen. Aber ich denke mal, dass trotzdem viele Leute ein bisschen Menschen runtergekommen sind. Und ja, einfach irgendwie vielleicht mal die Chance und Möglichkeit hatten auch, dass ihnen das Wesentliche bewusst wird. Wenn ich sehe, einerseits natürlich die Leute, jetzt wird ihnen bewusst, was sie an der Familie haben, an sozialen Kontakten. Auf der anderen Seite auch beim Spazierengehen, was hier erlaubt ist, wenn man das alleine macht, sieht man viel mehr Menschen, die einfach in die Natur gehen und naturverbunden irgendwas unternehmen. Und ich glaube, da ist es vielleicht sogar von Vorteil, dass das nicht eine Woche war, weil in einer Woche ändert sich nichts, sondern über einen längeren Zeitraum und dass die Leute das vielleicht zum Teil einfach weiterführen. Aber ja, das wird sich dann zeigen. Was würdest du sagen, wenn wir in, keine Ahnung, 5 oder 10 Jahren erzählen von damals? Was wird sowas sein, was uns echt in Erinnerung bleibt? Also wo wir als erstes erzählen, das war ja damals so und so. Ja, das ist sehr spannend. Also die Frage habe ich mir auch selber ein, zwei Mal gestellt. Und man kann das natürlich nicht vergleichen mit jetzt hier Ersten, Zweiten Weltkrieg, sonst Kriegen oder vielleicht sonst riesigen Katastrophen, aber ist doch eine Wahnsinnsausnahmesituation und gerade weil sie auch wieder so lange anhält, hängt natürlich auch wieder davon ab, wie es jetzt weitergeht, gesellschaftsmäßig das Leben. Aber momentan bin ich positiv gestimmt und hoffe einfach, dass wir den Enkelkindern einfach das auf eine lustige und doch wichtige Art und Weise mit vielleicht irgendeiner Message erzählen können. Ne? Hast du in der Zeit für dich was neu entdeckt, was wir unbedingt auch ausprobieren müssen? Also hast du irgendeinen Tipp für uns, was wir jetzt machen müssen? Ja, also ich habe herausgefunden, dass wegen halt meiner Rücken-OP, das so lange liegen, eigentlich während vielleicht vor der Corona-Zeit, das ist, wo man mal gern gemacht hat, aber jetzt einfach so der Drang ist, nicht lange zu liegen. Andernfalls, man hat die Zeit, sich viel mehr bewusst zu ernähren und zu kochen und sogar 3-mal am Tag das bewusst zu machen, nicht morgens in der Früh schnell was vorzubereiten und mittags irgendwas reinzustopfen und am Abend dann trotzdem nochmal schnell was Fertiges. Wenn man fertig ist, müde von der Arbeit, sondern das bewusst zu machen und das macht auch Spaß und man kann auch während der Berufszeit beim Kochen oder so runterkommen und ein bisschen meditieren beim Kochen und dann das gute und gesunde Essen genießen. Gibt es irgendwas, was du noch gern erzählen würdest, was ich aber gar nicht gefragt habe? Ja, du durchlöcherst mich ja gerade hier. Nein, aber ich hoffe einfach, dass es allen so weit wie möglich gut geht und dass sie noch durchhalten jetzt mit den Restriktionen, die wir haben und nicht zu sehr unbedingt jetzt alles anzweifeln. Natürlich kritisch denken ist gut, aber einfach Vorfreude auf das, was kommt und was also wie gesagt, Kritik ist gut, aber wenn ich die sozialen Medien mir anschaue, dann muss ich auch sagen, wir schießen nicht nach hinten oder ich weiß nicht wohin. Also. Ja,
Kann ich gut nachvollziehen. Ähnlich. Ja, vielen herzlichen Dank, Nick. Das war es auch schon. Genau. Ich freue mich darauf, dass wir uns bald wieder in europäischen Kontexten auch live sehen werden. Absolut, ich freue mich auch. Danke dir auch für die Initiative und ja, hoffentlich bis bald. Tschüss. Ciao.